Stell dir vor, du lebst bei einer japanischen Gastfamilie, besuchst eine japanische Highschool und kannst vollständig in die japanische Kultur eintauchen. Deine Schulzeit ist die perfekte Gelegenheit, um dir diesen Traum zu verwirklichen. Deshalb werde ich dich durch den gesamten Bewerbungsprozess führen, von den ersten Schritten bis zu dem Moment, wo du im Flugzeug auf dem Weg nach Japan sitzt. Ich habe selber an einem 3-monatigen Austauschprogramm teilgenommen, wo ich eine Gastfamilie und eine japanische Highschool besucht habe. Ich zeige dir, wie du das auch erreichen kannst. Dieses Video wird unterstützt durch Ayusa Intrax. Mehr dazu später im Video. Als erstes solltest du dir natürlich überlegen, was für ein Austauschprogramm du denn überhaupt suchst. Es gibt einerseits reine Sprachschulprogramme wie zum Beispiel bei EF, traditionelle Schüleraustauschprogramme mit einem Schulbesuch und Aufenthalt einer Gastfamilie, sowie die Möglichkeit in Japan ein Internat zu besuchen. Wenn du einfach mal Schüleraustausch Japan googelst, wirst du wahrscheinlich eine der bekanntesten Organisationen wie AFS, YFU oder EF finden. Und genau darin liegt das Problem. Diese Organisationen sind nämlich so bekannt, dass es schwierig werden könnte, da auch wirklich einen Platz zu bekommen. Deshalb empfehle ich dir, noch ein bisschen weiter runter zu scrollen, bis du eine Organisation findest, die vielleicht nicht so bekannt ist oder sich zum Beispiel nur an deutsche Austauschschüler richtet. So hast du viel bessere Chancen, angenommen zu werden, als bei den ganzen großen Organisationen. Für einen Japan-Austausch solltest du davon ausgehen, dass die Preise für die kürzeren Programme bei 5.000 € anfangen und je nach Programmlänge und Organisation auch bis zu 15.000 € betragen können. Außerdem ist es gut zu wissen, dass die Teilnahmevoraussetzungen für einen Austausch in Japan im Vergleich zu anderen Ländern recht streng sein können. Bestimmte Ernährungseinschränkungen, starke Allergien, Krankheiten oder schlechte Noten können eure Chancen also beeinträchtigen. Ich habe am Anfang versucht, mich sowohl bei AFS als auch bei YFU zu bewerben und wurde dann am Ende von beiden abgelehnt. Natürlich war ich dann erstmal ein bisschen verzweifelt, aber ich habe einfach immer weiter nach Organisationen, die für mich in Frage kämen, gesucht, bis ich eine namens Ayusa gefunden habe, die perfekt für mich geeignet war und freundlicherweise auch dieses Video unterstützt. Ayusa ist eine kleinere internationale Organisation für Austauschschüler, die verschiedene Programme zu allen möglichen Ländern anbietet. Also habe ich Japan ausgewählt. Bei Ayusa gibt es folgende Programmoptionen. Ein 3-Wochen-Ferienprogramm, das Sprachschule und Ausflüge beinhaltet, also kein richtiger Schüleraustausch ist. Ein 4 Wochen langes landesweites Programm und die regulären Programme, sage ich jetzt mal, mit 3, 5, 7 oder 10 Monaten. Außerdem gibt es jetzt auch seit relativ kurzer Zeit ein 10 Monate langes Boarding School Programm, bei dem man eine Privatschule in Yokohama besucht und in einem Internat in der Nähe wohnt. Weitere Informationen zu Ayusa findet ihr unter den Links, die ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Bevor ihr euch bewerbt, solltet ihr also erstmal mit eurer Schule sprechen, um sicherzustellen, dass ihr dennoch überhaupt an diesem Programm teilnehmen dürft. Ein Tipp: Fragt in eurer Schule rechtzeitig nach, was der beste Zeitpunkt für einen Schüleraustausch ist und welche Programme dabei in Frage kommen. Das hängt natürlich davon ab, ob ihr das Schuljahr danach wiederholen müsst oder nicht, ob es bestimmte Voraussetzungen gibt, wie zum Beispiel einen bestimmten Notenschnitt oder das Belegen bestimmter Fächer im Ausland. Für längere Programme solltet ihr spätestens ein Jahr vorher mit dem Bewerbungsprozess beginnen, denn Japan ist im Moment sehr beliebt und die Programmplätze sind begrenzt. Als nächstes müsst ihr dann erstmal eine Menge Dokumente einreichen. Zum Beispiel ärztliche Bescheinigungen oder Impfnachweise, Zeugnisse und irgendwann muss eure Schule dann auch unterschreiben. Mit der Zeit werden die Informationen über deinen Austausch, die du per E-Mail bekommst, dann immer detaillierter. Meistens wird Ayusa eine Highschool für euch aussuchen, die entweder in der Nähe von Tokio oder Kyoto liegt. Das bedeutet zwar, dass man sich jetzt nicht direkt aussuchen kann, wo man genau hingeht, aber denkt daran, dass jeder Ort in Japan einzigartig ist und seine eigenen Überraschungen mit sich bringt. Deine Zeit als Austauschschüler in Japan wird definitiv ein Teil deines Lebens sein, den du nie wieder vergessen wirst. Es kann wirklich eine Weile dauern, bis eine passende Highschool gefunden wird, da Japan in dieser Hinsicht nicht wirklich besonders flexibel ist und es auch nicht allzu viele Schulen gibt, die wirklich bereit sind, Austauschschüler aufzunehmen.
Aber sobald das funktioniert hat, wird Ayusa schauen, wo sie in der Nähe dieser Schule eine Gastfamilie finden können, die dich gerne aufnehmen würde. Auch davon gibt es nicht viele, sodass dein täglicher Schulweg von deiner Gastfamilie aus etwas länger sein könnte. Vielleicht ungefähr 90 Minuten mit der Bahn. All diese Informationen, wer deine Gastfamilie ist und welche Schule du besuchen wirst, erhältst du wahrscheinlich relativ kurzfristig. Teilweise erst 2 Wochen vor Beginn deines Austauschprogramms. Aber keine Sorge, denn wenn es endlich soweit ist und du den Tag erreichst, an dem du nach Japan fliegst, wirst du alle nötigen Informationen haben und bereit sein, dein Abenteuer zu starten. Du wirst dann zusammen mit ein paar anderen Schülerinnen oder Schülern nach Japan fliegen, die sich dieselbe Erfahrung wünschen wie du. Vielleicht werdet ihr auch gute Freunde. In der japanischen Highschool selbst wird es dir aber auch nicht allzu schwer fallen, neue Freunde zu finden, also mach dir darüber nicht so viele Gedanken. Wenn du in Japan ankommst, wird dich eine japanische Repräsentantin der Organisation am Flughafen abholen und dich zu deiner Gastfamilie bringen. Ich habe mich so gefreut, als ich dann endlich die Information bekommen habe, dass ich mit meiner Gastfamilie in Kamakura leben werde. Eine wunderschöne Stadt am Meer mit vielen Tempeln und Schreinen, die nur etwa 45 Minuten von Tokio mit der Bahn entfernt ist. Meine Schule lag allerdings ein bisschen weiter weg in Sagamihara, sodass mein Schulweg fast 2 Stunden dauerte hier. Aber das hat meine Erfahrungen keineswegs beeinträchtigt. Ich bin am Wochenende in Japan angekommen und konnte direkt zu Beginn viel Zeit mit meiner Gastfamilie verbringen. Wir waren am Strand, sind Ramen und Sushi essen gegangen, haben verschiedene Tempel besucht und auch die klassischen Sakura-Kirschblütenbäume bewundert. Mein erster Schultag war zwar ein bisschen chaotisch, weil ich mich noch nicht so gut mit den Bahnen und dem Weg auskannte, aber danach konnte ich mich dann relativ schnell zurechtfinden. Wenn ihr mehr über den Schüleraustausch mit Ayusa erfahren wollt, findet ihr alle wichtigen Informationen unter den Links in der Videobeschreibung und ihr könnt euch dort dann auch für eines der Programme bewerben. Vielleicht denkst du dir jetzt, aber ich spreche doch gar kein Japanisch. Wie soll ich denn in Japan klarkommen? Eines der Länder mit den geringsten Englischkenntnissen. Diese Frage ist definitiv berechtigt. Die gute Nachricht ist aber, dass Japanisch für deutsche Muttersprachler viel einfacher zu lernen ist, als man vielleicht denkt, wenn man es Schritt für Schritt angeht. Am besten, du fängst schon vor dem Start deiner Bewerbung mit dem japanischen Lernen an. Denn Ayusa startet den Bewerbungsvorgang erst, wenn du entweder einige Grundkenntnisse in Japanisch mitbringst oder gerade einen Kurs belegst. Bei längeren Programmen musst du dann noch einen Japanisch-Test absolvieren, da du deine Sprachkenntnisse für das Visum nachweisen musst. Aber keine Sorge, denn alle wichtigen Grundkenntnisse der japanischen Sprache zu lernen, solltest du in einem Jahr locker hinbekommen. Das erleichtert dir dann auch wiederum die Integration in das Land und die Kultur. Auch wenn dein Japanisch noch nicht perfekt ist, werden sich Japaner immer sehr bemühen, hilfsbereit zu sein und mit dir auf irgendeine Art und Weise versuchen zu kommunizieren. Egal ob mit Gesten oder ein bisschen gebrochenem Englisch, sie wissen ja, dass du Ausländer bist. Ich empfehle dir, eine japanische Sprachschule zu besuchen und dir auch meine Videos über die effektivsten Wege, Japanisch zu lernen, anzugucken. Jetzt, wo du weißt, wie du Austauschschüler in Japan wirst und dich für ein Programm bewerben kannst, habe ich noch ein paar Tipps für deine ersten Wochen in Japan für dich. Denn du wirst immer wieder auf alle möglichen unvorhergesehenen Situationen stoßen. Wahrscheinlich bist du daran interessiert, Freunde an deiner japanischen Highschool zu finden. Und das ist gar nicht mal so schwierig, wie du vielleicht denkst. Als Ausländer werden sich deine Mitschüler wahrscheinlich von Anfang an besonders für dich und deine Kultur interessieren. Du musst also nur ein wenig aktiv werden, indem du dich zum Beispiel auf Japanisch vorstellst. Ein einfaches Hajimemashite, Hiriksu desu reicht völlig aus. Es ist auch immer eine gute Idee, einem Schulclub beizutreten. Wenn du dich zum Beispiel für Elektronik, Kunst oder Judo interessiert, könnte so ein Club eben die perfekte Möglichkeit sein, um Kontakte zu knüpfen. Im Gegensatz zu regulärem Unterricht gibt es hier auch keine festen gestellten Aufgaben. Jeder sucht sich einfach ein Projekt aus, auf das er Lust hat, und an diesen Sachen könnt ihr dann natürlich auch zusammenarbeiten. Kommen wir nun dazu, wie du dich bei deiner Gastfamilie verhalten solltest. Denn viele japanische Haushalte haben spezifische Regeln, an die du dich halten musst. Vielleicht bekommst du sogar Unterlagen, in denen diese Regeln, wie das Ausziehen der Schuhe, Badegewohnheiten oder bis wann du zu Hause sein sollst, noch einmal genauer erklärt werden, wie es bei mir auch am Flughafen der Fall war. Wenn du dir in bestimmten Situationen unsicher bist, wie du dich verhalten solltest, dann frage deine Gastfamilie einfach direkt. Zum Beispiel mit:
Kore wa dou sureba ii desu ka? Was so viel heißt, wie soll ich das machen? Es wird immer gut angesehen, wenn du deiner Gastfamilie ein paar Geschenke aus deinem Heimatland mitbringst. Und vielleicht auch der Repräsentantin der Organisation, die du am Flughafen triffst, ein bisschen Schokolade überreichst, um deine Dankbarkeit auszudrücken. Auf den ersten Blick könnte es so wirken, als wenn sich deine Gasteltern in jeder Situation genauso verhalten, wie wir es auch aus der westlichen Welt gewohnt sind. Sie werden sehr hilfsbereit sein, dir vieles erklären und dich vielleicht auch fragen, ob es einen Ort gibt, den du gerne mal besuchen würdest. Doch sei vorsichtig, denn tief im Inneren haben Japaner manchmal ein paar andere Denkweisen und Vorstellungen als wir. Und wenn du dann etwas tust, mit dem sie nicht zufrieden sind, dann sagen sie es dir vielleicht auch nicht direkt. Und meistens erfährst du diese Fehler, die du gemacht hast, dann erst, wenn es zu spät ist. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Das Wichtigste ist, dass du deiner Gastfamilie wirklich zeigst, wie dankbar du bist. Versuche, so viel Zeit wie möglich mit ihnen zu verbringen. Beispielsweise könnt ihr beim Abendessen nach der Schule miteinander reden, gemeinsam Fernsehen oder ein Spiel spielen. Vertraue dabei auf deine Japanischkenntnisse, auch wenn diese noch nicht perfekt sind. Sie werden sich schrittweise immer mehr verbessern. Natürlich gibt es in Japan auch gewisse Höflichkeitsstandards. Komm nicht zu spät, sei nicht zu laut in der Öffentlichkeit und vermeide es beim Reden, direkten Augenkontakt zu halten. Das könnte auf Japaner nämlich ein bisschen aufdringlich wirken. Wenn du Kommunikationsprobleme hast, kann der Google-Übersetzer zwischendurch auch mal ein bisschen helfen. Und zur Navigation kannst du natürlich immer einfach Google Maps benutzen. Ich weiß, das sind jetzt ganz schön viele Informationen auf einmal, aber wenn du wirklich Austauschschüler werden willst, dann fange am besten direkt jetzt mit deiner Recherche an. Schreibt eure Fragen in die Kommentare, ich helfe immer gerne weiter. Einen Kulturschock zu erleben ist völlig normal und passiert fast jedem Austauschschüler irgendwann mal. Wenn du dich einsam fühlst, könntest du natürlich versuchen, Familie und Freunde zu kontaktieren. Es kann aber auch helfen, dich mit deinen japanischen Freunden abzulenken, die Chance zu genießen, in dieser Community zu sein und dabei ein neues Zuhause zu entdecken. Falls du möchtest, kannst du diese Erinnerungen auch in einem Tagebuch festhalten, um sie zu verewigen. Ich hoffe, dieses Video hat euch weitergeholfen. Schreibt eure Fragen unten in die Kommentare. An der Stelle noch einmal vielen Dank an Ayusa für die Unterstützung dieses Videos. Alle wichtigen Informationen zum Programm Schüleraustausch in Japan von Ayusa findet ihr unter den Links in der Videobeschreibung. Und wenn ihr gezielte Fragen habt, könnt ihr auch eine E-Mail an highschool@intrax.de schicken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert und bis zum nächsten Mal.